Ja, heute sprechen wir über das Thema: Ist der FCM wirklich der Retter des Fußballs aus der Sicht eines FCM-Fans? Ich weiß, es haben schon Leute Videos darüber gemacht. Und das ist tatsächlich einer, der es wirklich unglaublich zusammengefasst hat, als ob er wirklich ein Profi wäre darin, Sachen zusammenzufassen. Er hat es gut analysiert, hat es auch faktentechnisch richtig analysiert. Und ich will jetzt da gar nicht unbedingt eingrätschen. Schaut euch unbedingt das Video an, bevor ihr das hier schaut, weil das ist nämlich meine Sicht. Ich als FCM-Fan möchte dazu auch noch gerne was sagen. Wie gesagt, Top-Video von ihm, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder in den angepinnten Kommentaren. So, ich möchte aber jetzt nochmal ganz kurz dazu was sagen. Denn der FCM spielt eine unglaubliche Saison. Und das kommt nicht irgendwoher. Ob der FCM dann wirklich der Retter des Fußballs ist oder nur eine Abklatsche, das müssen wir nämlich jetzt klären. Aus meiner Sicht zuerst. Denn der FCM spielt ein System, was sehr, sehr offensiv gerichtet ist, vor allem über die Flügel geht. Mit sehr, sehr wenig Flanken, aber dafür Pässe in die Spitze, die sehr, sehr oft ankommen. Beispielsweise in Elversberg kamen ca. 8 Pässe in die Schnittstelle perfekt auf Kars. Davon hat er insgesamt 3 verwandelt und einen Elfmeter rausgeholt. Was von sehr viel Qualität spricht, dementsprechend wie die Pässe auch gespielt werden. Und ja, auf das hat man jahrelang gebaut. Ähnlich wie auch bei einem Verein wie Bayern München. Bayern München spielt ein sehr, sehr ähnliches System. Sehr, sehr offensiven Fußball unter Company. Und das haben sie auch vorher schon gespielt. Und es war bis jetzt immer erfolgreich. Aber du brauchst die richtigen Spieler dafür. Dadurch, dass du sehr offensiv spielst, brauchst du schnelle Innenverteidiger, die zudem ein Spielverständnis vom Fußball haben. Das gleiche gilt für den Torhüter. Der immer wissen muss, wann er an den Ball gehen kann, wie er den Ball spielen muss. Denn kann dieser Torhüter das nicht, hat er das nicht gelernt, dann kannst du mit dem Torhüter leider bei diesem Spielsystem überhaupt nichts anfangen. Du brauchst einen passsicheren im Verteidiger. Und sowas hast du, Torwart. Und sowas hast du sehr, sehr selten aktuell im aktuellen Fußball. Denn viele Vereine spielen dieses Defensive hintenrum, nochmal da einfach lang schlagen. Und das ist natürlich der Fußball, den wir Fußballfans natürlich nicht so gerne sehen, weil es einfach langweilig zum Zuschauen ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich schaue ungern ein Spiel von Regensburg. Die bunkern halt. Ja, wow. Oder auch Braunschweig aktuell. Es tut mir leid, auch wenn das unsere Freunde sind. Es tut einfach weh zu sehen, wie die Jungs da hinten bunkern. Natürlich holst du damit auch Punkte. Wir haben das gleiche System unter Hertha gespielt. Hinten bunkern, vorne kontern. Ja, das klappt auch. Natürlich klappt das. Und das klappt nicht seit erst gestern, das klappt schon viel, viel länger. Seitdem es eigentlich den Fußball so gibt, spielt man so ein System meistens als Aufsteiger, der die Liga halten will. Das klappt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Vor allem die unteren Vereine spielen diesen Fußball unglaublich gerne. Obere Vereine versuchen meistens eher offensiver zu agieren. Zwar nicht so offensiv wie wir, aber trotzdem ein bisschen offensiver. Ja, aber wie es die Saison zeigt, lohnt sich das, was wir machen. Mit diesem offensiven Spitzenfußball, den vor allem Tietz sehr, sehr liebt und Tietz auch sehr, sehr fördert. Und es hat bis jetzt uns so weit gebracht, dass wir aktuell auf dem 2. Platz stehen in der Tabelle. Freitag um 18:30 Uhr oder 18:31 Uhr, wenn der Anpfiff ertönt, sind wir erstmals Tabellenführer. Für einen kurzen Moment. Minimum. Wenn nicht sogar für Freitagabend. Ja, und das ist schon mal unglaublich zu hören. Der FCM hat es geschafft, sich in wenigen Saisons von einem fast Regionalliga-Team zu einem Top-Team der 2. Bundesliga zu entwickeln. Es haben viele vor der Saison gegen den FCM getippt, was das angeht. Viele auf dem Abstiegsplatz. Ich habe direkt gesagt, die Jungs können das. Habe sie auf dem 5. getippt und selbst damit liege ich aktuell falsch. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie so krank spielen. Kaum individuelle Fehler, die wir vor allem letzte Saison oder auch davor sehr, sehr oft gemacht haben, die wir jetzt gut abgestellt haben, die meistens auch immer zu Niederlagen geführt haben, haben wir geschafft abzustellen. Und das ist wichtig für unsere Mannschaft, dass das nicht mehr passiert. Denn auch da bist du dann mit dem Kopf da. Du drehst jetzt die Spiele wie sonst was. Vorher hast du das nie geschafft, ein Spiel zu drehen gefühlt. Aber jetzt, du siehst es, du liegst 2:0 in Elversberg zurück. Die Jungs haben aber Bock zu spielen. Die spielen auch das ganze Spiel besser. Rote Karte rausgeholt von Mo, richtig stark. Und dann machst du das Spiel und machst 5 Tore in einer Halbzeit. Und über Kars brauchen wir gar nicht erst reden, der macht das richtig gut. Aber kommen wir zurück aufs System. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass Tietz
so ein System spielen lässt im deutschen Fußball oder auch europäisch. Natürlich. Aber wir spielen das als einziger Zweitligist so intensiv. Der einzige Verein, der einen offensiven Fußball spielt, von dem ich sagen würde, dass die aktuell vielleicht noch einen Ticken besser sind, ist der HSV von der Qualität. Die spielen sehr, sehr ähnlich im Fußball auch. Aber natürlich noch nicht so offensiv wie wir. Und der FCM glänzt aktuell. Egal wo, du hörst aktuell sehr, sehr viel Leute, die über den FCM reden. Und das nicht ohne Grund. Die Jungs haben sich das verdient. Durch Leistung. Durch pures Arbeiten. Und vor allem diese dribbelstarken Spieler in unserem Team, die sehr, sehr oft gefördert werden. Wenn du siehst, dass Amici von der Bank kommt, der macht 2 Scorer in 2 Spielen. Von der Bank. Hat den Platz direkt von Ito eingenommen. Natürlich, für mich ist das ein Startelfspieler. Aber die Mannschaft ist aktuell so gut, dass egal wo, egal wann und egal wie, die Jungs das gut machen auf dem Platz. Es gibt kein Formtief von irgendeinem Spiel aktuell, weil die Mannschaft funktioniert. Es ist ein Team. Und das ist wichtig. Es passt zwischen der Komponente, wie die Jungs spielen, wie sie sich aber auch untereinander verstehen. Das ist das, was Tietz fördert. Menschlichkeit sowie Professionalität. Wenn du diesen Mix hast, kannst du auch, wenn du als Underdog oder als schlechtester Kader in die Liga reinstartest, eine richtig gute Saison spielen. Ottmar Schock macht seinen Job gut. Die Vereinsführung vertraut allen im Verein. Tietz holt die richtigen Spieler mit Ottmar Schock. Und dann haben wir ein Team zusammengebastelt, was natürlich um den Zweitliga-Aufstieg mitkämpfen wird. Mit einem System, was wie gesagt nicht oft im Fußball zu sehen ist. Und ob es wirklich das Retten des deutschen Fußballs ist, wage ich zu bezweifeln. Denn die Bayern haben das schon längst vor uns gespielt, das ist ganz klar. Also ist der FCM nun wirklich der Retter des deutschen Fußballs? Oder ist es nur leicht übertrieben? Oder wenn nicht sogar stark übertrieben? Ich würde tatsächlich sagen, nicht unbedingt, dass es stark übertrieben ist, aber es müssen unbedingt mehr Vereine in diesem Fußball spielen, um den Fußball nochmal auf ein anderes Level von Attraktivität zu heben. Denn umso mehr Vereine so spielen, umso geiler wird auch der Fußball. Stellt euch vor, Bayern trifft auf Magdeburg und sie hätten wirklich ähnliches Spielerniveau. Natürlich ist Bayern 10-mal besser aktuell, vom Kader und so weiter, wenn nicht sogar noch besser als 10-mal. Aber stellt euch vor, 2 Bayern-Mannschaften treffen aufeinander, spielen genau das gleiche Spielsystem in einer deutschen Fußballliga. Sowas haben wir noch nie erlebt, außer vielleicht Bayern gegen Leverkusen. Und so welche Spiele brauchen wir im deutschen Fußball. Das ist Attraktivität des Sports. Und nicht dieses Bunkern hinten. Natürlich zeigt der FCM jetzt, dass es klappt mit diesem Fußball, auch als Zweitligist oder Drittligist. Was natürlich andere Vereine auch anregen kann, gleich im Fußball zu spielen. Aber du brauchst den richtigen Trainer dafür und natürlich die richtige Mannschaft. Viele Vereine müssten erstmal gefühlt jeden Spieler aus der Mannschaft feuern, damit das überhaupt im System funktionieren kann. Und das ist das große Problem, was wir haben. Viele Vereine bauen auf dieses Defensive. Und ja, der FCM rettet teilweise den Fußball mit ihrem Fußball, den sie spielen. Das will ich gar nicht abzweifeln. Denn andere Vereine, wie gesagt, die hinten rumbunkern, die bringt es meistens über eine lange Zeit nicht weit. Siehe Union Berlin, die direkt wieder abgestürzt sind, nachdem sie einmal Champions League gespielt haben. Und das kommt von diesem defensiven Fußball. Irgendwann durchschaust du den. Und du kannst locker dann mal durchgehen durch die Abwehrreihe. Aber bei so einem Fußball klappt es nicht so einfach. Weil wie willst du was aufhalten, was sich denkt, Angriff ist die beste Verteidigung? Das kannst du nicht so einfach auskontern wie anderer Fußball. Also deswegen würde ich gerne wissen, was eure Meinung dazu ist. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Es würde mich wirklich riesig freuen und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, Leute.